Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer Fritzbox mit FritzOS 7.12 oder neuer, in meinem Fall habe ich nur Version 7.12, den WLAN-Hotspot einrichten könnt. Ich habe schon mal ein Video gemacht zur Version 6.5. Da hat sich aber in den letzten ja, Jahr viel getan und das würde ich euch jetzt einmal zeigen. Wir fangen an. Wir gehen zunächst in unserem Browser auf unsere Fritzbox. Ich habe mich schon mal angemeldet. Dann gehen wir einmal hier auf die WLAN-Funktion. Hier sieht man auch schon, WLAN-Hotspot ist aktiv. Wir gehen einmal auf Gastzugang. Dann bekommen wir diese Sachen hier angezeigt. Aktuell ist es die Hotspot-Funktion. Das heißt, ihr habt eine WLAN-SSID ohne Kennwort, könnt aber dafür dann verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel hier unten könnt ihr euch das mal anschauen. Wir haben einmal Push-Service-Benachrichtigung, das heißt als Beispiel, wenn sich jemand an- und abmeldet, dass man per E-Mail benachrichtigt wird, das hake ich jetzt einfach mal an. Dann können wir zum Beispiel eine Vorschau-Seite machen, als Beispiel, ihr habt eine Fritzbox im Laden oder was auch immer, könnt ihr einfach direkt auf eure Webseite von der Firma einfach einen Link verweisen und dann wird automatisch das vorgeschaltet bzw. hingeleitet. Kann man viel machen. Man kann auch hier einfach nur ein Bild und einen Text machen oder man kann sogar sagen, nach der Anmeldung kann man direkt weiterleiten auf die eigene Webseite. Das ist in dem Fall alles möglich über die Hotspot-Funktion. Machen wir den Haken mal wieder raus. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Da kann man die Hotspots reglementieren. Das heißt, wenn sich jetzt jemand mit dem WLAN verbindet, könnt ihr einstellen, wie viele Minuten die jeweilige Sitzung läuft. Als Beispiel, wenn es ein Café ist, reicht es eigentlich so, ich sage jetzt mal auf 60 Minuten und danach fliegt er automatisch wieder raus. Und hier steht auch erst deaktivieren, wenn alle Gäste abgemeldet sind. In dem Fall kann man nämlich das so einstellen, dass der Hotspot dann automatisch nach dieser bestimmten Zeit abschaltet. Das heißt, in dem Fall würde dann die Hotspot-Funktion deaktiviert werden. Genau. Dann haben wir unten noch zwei Punkte. Wir haben einfach WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren. Das ist standardmäßig aus, was auch sinnvoll ist, weil in Gastnetzen sollten die sich gegenseitig nicht finden können, damit nicht ungewollt Leute auf andere Geräte zugreifen können. Und dann habt ihr hier unten noch den Punkt Internetanwendungen beschränken. Das heißt, diejenigen können auch nicht alles machen, zum Beispiel Sachen downloaden und der ganze Kram. Das reine ist Surfen und Mailen, das heißt HTTPS, Port 443, Port 80 und natürlich auch E-Mails. Also wenn jemand E-Mail-Programme hat, Outlook etc. mit Port 25, 465 und so, das wird funktionieren. Aber alle anderen Sachen wie Teamversitzungen und der ganze Kram würde dann nicht erlaubt sein. Genau, dann gehen wir hier nochmal auf privater WLAN-Zugang. Und hier sieht man auch schon wieder, hier kann man dann ein Kennwort eingeben. Da machen wir einfach mal, ja, ein ganz einfaches. Und ihr habt ja aber auch wieder die ganzen anderen Funktionen. Das heißt, ihr könnt einmal entscheiden, ob ihr halt den öffentlichen Hotspot nehmt, ohne Kennwort, oder ihr nehmt den mit dem WLAN-Zugang. Das heißt, einen normalen Gastzugang, der dann auch getrennt ist in einem separaten Netz, unabhängig von eurem normalen Netz, aber dann trotzdem separat geschaltet ist. Genau, was haben wir hier noch? Dann kann man hier nämlich einmal auf Übernehmen drücken. So, genau. Und dann kann man mit der Fritz-App WLAN, wir müssen einfach mal gucken, ich glaube, die gab es nämlich äh, nur für Moment, iOS-Version. Ich glaube, iOS-Version gab es auch. Ja, für Android und iOS gibt es die Fritz-App WLAN. Und dann könnt ihr einfach den QR-Code anzeigen lassen, einscannen und dann verbinden sich die Geräte automatisch, beziehungsweise ziehen sich dann das Kennwort aus dem QR-Code. Das heißt, den könnt ihr euch zum Beispiel ausdrucken und dann einfach hinhängen und dann scannen die Leute dann immer den Code ein. Läuft bei dem anderen genauso. Das heißt, wenn wir hier nämlich wieder auf öffentlich gehen, gehen wieder auf übernehmen, läuft das nämlich auch über den QR-Code und dann könnt ihr euch den QR-Code einfach ausdrucken und die Leute können den dann einscannen und können sich dann direkt verbinden. In dem Fall bei Hotspot natürlich auch ohne WLAN-Schlüssel. Somit kann man auch verbinden ohne den QR-Code. Genau. So, dann gucken wir hier nochmal. Empfehlenswert ist natürlich diese Haken schon, dass zum Beispiel das deaktiviert wird nach einer bestimmten Zeit, einfach damit man
auf Nummer sicher gehen kann, nicht, dass dann irgendwelche Leute dauerhaft verbunden sind oder sich von extern reinschummeln. Ja, genau. Das wäre schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch bin ich auch Freund. Dankeschön.